Jedes Jahr kommen die besten Excel-Experten der Welt zusammen, um ihre wertvollsten Tipps und Einschätzungen für das kommende Jahr zu teilen. Mein spanischer Kollege John Michaludes, ein Microsoft MVP, hat auch dieses Mal pünktlich zum Jahreswechsel 25 Excel-Profis aus aller Welt in seinem jährlichen Podcast versammelt und ich durfte ebenfalls mit dabei sein. Die Inhalte sind so nützlich und vielseitig, dass ich sie für dich ins Deutsche übersetzt und mit praktischen Beispielen ergänzt habe. Dich erwartet eine geballte Ladung sofort umsetzbarer Tipps von neuen Excel-Funktionen und Features in Excel. Ich zeige dir aber auch Dinge rund um Python, Copilot und Power Query. Excel hat im vergangenen Jahr viele beeindruckende Neuerungen gebracht. Einige davon, die ich dir zeige, sind so brandneu, dass sie noch nicht einmal für alle Endnutzer verfügbar sind. Was du hier erfährst, ist ein Ausblick in die Zukunft für 2025, 2026 und weit darüber hinaus. Also lehn dich zurück und lass dich inspirieren und ich starte direkt mit dem ersten Beitrag. Und Os du Soleil eröffnet den Podcast mit dem ersten Tipp. Os betreibt seinen YouTube-Kanal unter dem Namen Excel on Fire und bespielt seine Zuhörer mit einer leicht theatralischen Kunst, um die doch oft trockene Excel-Welt sehr energetisch und bunt rüberzubringen. Und er gibt als eröffnenden Tipp mit: Excel mit Ruhe und Präzision meistern. Und dem kann ich mich nur anschließen. So wie in diesem Video bekommst du sehr viele Informationen mit auf den Weg gegeben. Man muss nicht immer alle können und sofort aus dem Ärmel schütteln können. Es reicht auch aus, wenn man einer neuen Herausforderung gegenübersteht, sich diesen speziellen Problem erst dann auch zu widmen und eine Lösung zu erarbeiten. Und um das zu tun, fordert Os seine Zuhörer auf, Folgendes zu wiederholen: Ich habe die Kontrolle, ich lerne in meinem eigenen Tempo, ich erobere Excel mit Klarheit und Fokus. Und wenn du dann einer neuen, vielleicht unüberwindbaren Hürde in Excel begegnest, dann gibt Os mit auf den Weg, einmal tief einzuatmen und anschließend auszuatmen. Also immer schön Ruhe bewahren, einen kühlen Kopf bewahren und mit Sinn und Verstand die neuen Herausforderungen angehen. Und als nächstes möchte ich dir den Tipp von Bill Jelen vorstellen. Bill kommt aus den USA, ist auch ein Microsoft MVP und ist auch als Mr. Excel bekannt. Ist dir vielleicht auch schon mal begegnet, wenn du nach Lösungsansätzen im Netz gesucht hast. Und Bill gibt mit auf den Weg, mit dem Add-in Excel Labs deine Formeln optimieren zu lassen. Und wie das Ganze funktioniert, möchte ich dir an einem kleinen Beispiel zeigen. Ich habe hier bereits eine kleine Rechnung vorbereitet. Hier sind 100 € angegeben mit 10% Rabatt. Ich berechne ganz klassisch in einer Multiplikation den Rabattbetrag und um den Endpreis zu erhalten, ziehe ich vom Nettopreis den Rabattbetrag ab. Das ist ein einfaches Beispiel, dafür benötigt man auch keinen Schnickschnack, aber ich habe hier bereits das Excel Labs Add-in installiert. Das kannst du hier unter Add-ins suchen und suchst dann nach Excel Labs. Und wenn du dann hier raufklickst, gelangst du normalerweise zum Installationsbildschirm. Da ich es schon installiert habe und hier raufklicken würde, lande ich automatisch in diesem Excel Labs und du würdest hier diesen Bildschirm am Anfang sehen. Klickst dann einmal auf Advanced Formula Environment und klickst hier auf Modules. Und ich markiere einmal diese gesamte Berechnung hier. Und hier gibt es Import von Grid als Befehl. Einmal raufgeklickt. Und Excel erkennt jetzt hier, welcher Bereich Berechnungen enthält und unterscheidet hier auch in Parameter, also Eingabeparameter wie der Nettopreis als Betrag und die Rabattangabe. Und das Ergebnis wird hier in Zelle D8 berechnet und darum geht es jetzt. Ich klicke einmal auf Preview und hier wird mir eine Lambda-Funktion generiert, die mit einer Let-Funktion genau diese Logik nachvollzieht. Und wenn ich jetzt auf Create drücke, dann wird mir hier die Funktion Endpreis bei mir im Namensmanager abgespeichert. Ich gehe dazu hier einmal zu Formeln, Namensmanager und hier gibt es jetzt den Endpreis mit einem Unterstrich. Hier unten siehst du auch nochmal die gesamte Berechnung, die auch hier erstellt wurde. Und das Excel Labs Add-in hat jetzt die Logik meiner Berechnung erkannt und die Endpreisberechnung als Funktion bereitgestellt. Und ich kann jetzt das Ganze noch einmal überprüfen. Ist gleich Endpreis
und hier wird es mir auch schon vorgeschlagen, Doppelklick. Jetzt kann ich einen Nettopreis übergeben. Hier benutze ich den Wert aus Zelle D5 und der Rabattbetrag oder Rabattprozentsatz ist in Zelle D6 enthalten. Das reicht schon, Eingabetaste. Und wenn ich jetzt hier 20% Rabatt gebe, dann funktioniert das mit meiner eigenen Funktion genauso wie mit der ursprünglichen Berechnung. Und so kannst du dir bei komplexeren Sachverhalten und wiederkehrenden Arbeitsabläufen eine wiederverwendbare Funktion mit dem Excel Labs Add-in erstellen. Der nächste Beitrag kommt von Josh Aharonoff, alias Your CFO Guy, und er betont, dass man genau den Unterschied zwischen strukturierten und unstrukturierten Daten verstehen sollte. Und ich habe ein kleines Beispiel dazu erstellt. Ich schließe zunächst das Add-in. Und ich habe hier verschiedene Verkaufszahlen von Produkten vorliegen. Und ich erstelle hier ganz klassisch eine Summe dieser Verkaufszahlen, Klammer zu. Und hier wird mir 117 berechnet. Das ist aber falsch, denn ich habe hier mit einem kleinen Trick einen Fehler eingebaut und diese 40 wird hier als Textwert geführt. Und das ist ein Hinweis, den Josh mitgibt, dass eine schlechte Datengrundlage oder chaotische Daten deine Analysen komplett gegen die Wand fahren lassen. Und so etwas muss dann in einer Datenbereinigung erkannt werden und auch bereinigt werden. Bevor ich hier meinen fehlerhaften Eintrag korrigiere, habe ich hier unten mit einer Summe-Wenn-Funktion auch die Verkäufe dieser Produkte oder dieser Absatzdaten hier unten aggregiert. Und hier für Birnen sieht man das auch nochmal, dass diese einfach nicht erfasst werden. Und ich überschreibe das hier noch einmal mit einer 40 und kann das jetzt über die Fehlerkorrektur in eine Zahl umwandeln. Und jetzt wird das korrekte Ergebnis angezeigt. Wenn du noch einen Schritt weiter gehst, du hast vielleicht auch schon mal mit Tabellen gearbeitet, kannst du solch einen Bereich auch mit Steuerung und T in eine Tabelle verwandeln. Einmal bestätigen. Hier hatte ich ein Design rübergepackt, daher kann man das jetzt nicht so gut lesen. Jetzt habe ich hier eine Tabelle vorliegen. Hier oben im Menüband findest du auch noch einen Tabellennamen vor. Den sollte man auch immer betiteln, zum Beispiel mit TBL Unterstrich und dann Verkäufe, damit man solche Daten auch an anderer Stelle erkennbar wiederfindet. Und wenn ich jetzt einen Bereich beziehe oder ein Ergebnis aus solch einer Tabelle, dann sieht das meistens so aus. Das ist eine Nomenklatur, die nennt sich auch strukturierte Bezüge, passt zum Thema von Josh und das kann ich dir nur mit auf den Weg geben, wenn du große Datenmengen verwaltest, mit solchen Tabellen zu arbeiten. Das ist etwas sicherer als mit losen Listen zu arbeiten, wo es vielleicht auch mal Leerzellen gibt oder Datenfehler. Also, sobald du mit großen Datensätzen arbeitest, versuch sie in eine strukturierte Form zu bringen. Zum einen eine klare Datenstruktur ohne Fehler und im Idealfall verwendest du Tabellen, um damit weiterzuarbeiten. Der nächste Tipp kann dir auch etwas Zeit sparen. Anne Walsh, alias The Excel Lady, gibt einen Tipp mit auf den Weg, wie Excel deine Datenanalyse übernehmen kann. Und ich setze dazu einfach hier einen Cursor in meinen Beispieldatensatz und klicke hier oben im Startmenü hier zur rechten Seite auf Datenanalyse. Und jetzt hat Excel hier schon eine kleine Analyse für mich gemacht und gibt mir hier verschiedene Vorschläge aus. Und ich kann hier einmal auf Preis nach Farbe und Kategorie klicken, Pivotchart einfügen. Und dann wird mir ein neues Arbeitsblatt erzeugt mit einer Pivottabelle, die genau diesen Sachverhalt analysiert. Ich scrolle hier noch etwas weiter nach unten und hier werden mir noch 27 weitere Vorschläge erzeugt. Und soweit ich weiß, konnte man früher, bei mir ist es zumindest gerade nicht der Fall, hier oben auch eine Frage eingeben, also eine Fragestellung zum Datensatz und dann hat Excel darauf reagiert. Ich komme auf dieses Beispiel nachher noch einmal zurück, aber mit dem Befehl Datenanalyse kannst du dir sehr viel Zeit sparen und schon Inspiration für deine Analysearbeit holen. Diese Funktion gibt es leider nur in dem Abonnement-Produkt von Microsoft 365. Und der nächste Tipp kommt von auch einem sehr bekannten Excel-Influencer, Purna Dugirala, auch als Chandu bekannt. Und er konnte sich nicht entscheiden und hat zwei Excel-Tipps mitgebracht. Einmal die LED-Funktion und einen Tipp zur Leistungsoptimierung. Und die LED-Funktion, die hast du eben schon in den Excel Labs Add-in gesehen, wo innerhalb einer Lambda-Funktion eine LED-Funktion erzeugt wurde.
Und ich habe hier in einem Beispiel Umsatzdaten aufgelistet und möchte hier den Nettogewinn berechnen. Das mache ich mit einer einfachen Formel. Ich kann aber diese Berechnungslogik auch in einer Let-Funktion darstellen. Ich gehe hier einmal in diese Spalte rein, Doppelklick, und hier habe ich die Let-Funktion dazu aufgeschrieben. Und was die Let-Funktion macht, klingt auf den ersten Blick vielleicht etwas kompliziert, aber alle Berechnungsschritte können innerhalb der Let-Funktion als Variable nach definiert werden. Ich berechne hier als erstes den Nettoumsatz. Das ist der Bruttoumsatz geteilt durch den Steuersatz, also 1,19 wird hier in meinem Fall als Division verwendet. Dann gibt es die Angabe zu Kosten netto, das ist hier der Wert aus Zelle E8. Und im letzten Schritt sage ich, was soll berechnet werden? Ja, ich möchte den Gewinn berechnen und der Gewinn definiert sich aus Nettoumsatz minus Kosten netto. Und als Ausgabe schreibe ich als letztes die Variable Gewinn hin und das ist das Ergebnis, was hier erscheint. So funktioniert im Grunde die Let-Funktion und man kann sehr komplexe Verschachtelungen hier etwas übersichtlicher auflisten und die Let-Funktion macht auch einige Dinge möglich, die mit normaler Herangehensweise in Excel gar nicht so möglich wären und ersetzt sicherlich auch an einigen Stellen den Einsatz von VBA-Code. Ich komme auf die Let-Funktion in einem späteren Tipp noch einmal zu sprechen. Als zweiten Tipp gibt Chandu die Leistungsoptimierung in Excel mit und sobald du dritte Daten analysieren musst oder eine Datei vom Kollegen erhältst, dann empfiehlt Chandu hier unter der Überprüfung einmal auf den Button Leistung prüfen zu klicken. Das mache ich einmal und dann gibt mir Excel hier ganz viele Vorschläge, meine Excel-Datei zu optimieren. Excel schaut hier rein, wo vielleicht unnötigerweise Daten liegen oder Zellformatierungen vorliegen. Und hier werden sehr viele Vorschläge unterbreitet, die die ganze Excel-Arbeitsmappe performanter und schneller machen. Das kannst du gerne einmal ausprobieren. Wie du sehen kannst, gibt es hier in meinem Arbeitsblatt sehr viele Bereiche, die optimiert werden müssten. Das empfiehlt sich auf jeden Fall, wenn du sehr große Excel-Dateien von Dritten erhältst und diese sich vielleicht langsam anfühlt oder sehr lange benötigt, um Berechnungen auszuführen. Die Let-Funktion ermöglicht unter anderem auch performantere Berechnungen, also ist die Let-Funktion auch ein Teil der Leistungsoptimierung in Chandus Tipp. Der nächste Tipp kommt von Jeff Lanning zu einem Feature, auf das schon viele gewartet haben. Viele haben es auch noch gar nicht verfügbar. Vielleicht gehörst du auch noch zu diesem Personenkreis, denn Excel ist immer noch am Ausrollen der sogenannten Checkboxen in Excel. Ich habe hier verschiedene Aufgaben aufgelistet und ich markiere einmal diesen Bereich hier und klicke hier unter Einfügen auf Kontrollkästchen. Und jetzt sind mir hier Kontrollkästchen eingefügt worden. Ich habe hier in Spalte E jeweils den Wert aus dieser Zelle bezogen und vorher stand hier eine 0. Jetzt werden mir hier Wahrheitswerte angezeigt und wenn ich die Aufgaben erledigt habe, wird das in wahr umgewandelt. Und wie du siehst, passiert hier auch noch optisch etwas, denn diese Checkboxen lassen sich wunderbar mit der bedingten Formatierung in Excel kombinieren. Hier im Startmenü findest du die bedingte Formatierung und die habe ich hier so angewendet, dass mit Anhaken das Ganze grün wird und die jeweilige Aufgabe durchgestrichen wird. Und so kannst du dir To-Do-Listen bauen oder im Projektmanagement könnte das auch eine sehr hilfreiche Funktionalität sein. Und hier unten, das ist auch ein Tipp, den Jeff mitgibt, kann man solche Checkboxen auch reagieren lassen auf andere Werte. Und wenn ich hier den Wert 10 überschreite, zum Beispiel mit einer 11, dann wird hier automatisch diese Checkbox angehakt. Wenn ich hier eine 5 eingebe, ich bin unter dem Schwellenwert, dann wird diese wieder abgehakt, also leer gelassen. Ich klicke hier einmal rein und ich habe hier eine Wenn-Funktion reingeschrieben, die überprüft, ob der Wert hier größer als 10 ist. Und wenn dem so ist, wird ein wahr reingeschrieben, ansonsten falsch. Und die Checkbox ist im Hintergrund nichts anderes als wahr oder falsch. Falls du die Checkboxen bei dir noch nicht siehst, dann bring bitte noch etwas Geduld mit, bis der Rollout von Microsoft komplett durchgeführt wurde. Als nächstes geht es mit Paul Barnhurst weiter, auch aus den USA, auch bekannt als The FP&A Guy. FP&A steht für Financial Planning and Analysis, also für alle interessant, die in der Finanzplanung und deren Analyse unterwegs sind. Und er gibt mit auf den Weg, sich mit Power Query zu befassen.
Viele ignorieren dieses Tool, dabei ist es ein direkter Bestandteil von Excel und sobald du Daten in Excel importierst und hier irgendwo raufklickst, landest du sehr schnell, sehr wahrscheinlich in Power Query. Und Power Query erlaubt dir im Hintergrund sehr viele Daten aus verschiedenen Quellen zu kombinieren, zu bearbeiten und fertig bereinigte Datensätze in Excel reinzuholen. Das ist sehr praktisch, sobald du sehr große Datensätze bearbeiten musst. Und die Vorteile von Power Query listet Paul in seinem Beitrag auf. Also eine enorme Zeiteinsparung kommt mit Power Query einher. Es kann deine Arbeit revolutionieren. Vielleicht hast du es noch nicht für dich entdeckt. Falls du viele Daten importieren musst, schau dir in jedem Fall Power Query an. Und er empfiehlt auch als Einstiegspunkt Ken Puls oder Os du Soleil, wenn es um das Erlernen von Power Query geht. Also schau dir gerne die entsprechenden Kanäle und Webseiten an. Power Query kann in jedem Fall deine Arbeitsprozesse verändern. Manche sprechen von einer Revolution. Os du Soleil feiert Power Query. Kannst du dir gerne mal auf seinem YouTube-Kanal anschauen. Und im nächsten Excel-Tipp zeige ich dir auch direkt Power Query, denn Boriana Petrova aus Bulgarien zeigt einen direkten Anwendungsfall, wie man in Power Query einen prozentualen Anteil einer Gesamtsumme berechnen kann. Und was ich jetzt im Hintergrund erreichen möchte, ist, dass ich diese Umsatzzahlen hier jeweils noch mit einer Prozentzahl versehe, die jeweils den Anteil eines Umsatzes vom Gesamten wiedergibt. Und das scheint in Power Query nicht so offensichtlich umzusetzen sein. Da muss man einen kleinen Trick anwenden und den hat Boriana in ihrem Beitrag Schritt für Schritt dargestellt. Und das möchte ich dir einmal zeigen. Ich werde erstmal hier diesen Dialog schließen. Ich markiere hier meinen Datensatz. Ich bin hier schon im Datentab und klicke einmal aus Tabelle oder Bereich. Das ist ein Zellbereich und keine Tabelle. Daher nehme ich diesen Befehl, einmal raufklicken. Und meine Tabelle, die hat Überschriften und das bestätige ich hier. Und jetzt öffnet sich Power Query. Und ich befinde mich jetzt hier in Power Query. Und Boriana beschreibt jetzt hier folgende Schritte. Zunächst muss ich hier diesen letzten Schritt umbenennen in den Namen Rohdaten, Eingabetaste. Und dann möchte ich eine benutzerdefinierte Spalte hinzufügen. Ich klicke hier unter Spalte hinzufügen auf benutzerdefinierte Spalte rauf. Und hier muss jetzt folgende Formel eingefügt werden. Ich nehme mir den Umsatz und dividiere diesen durch den Wert 1. Und ich bezeichne diese Spalte als Prozent von, mit OK bestätigen. Ich gehe jetzt zurück in den Schritt der Rohdaten, markiere die Umsatzspalte und gehe zu den Statistiken. Das finde ich unter Transformieren, Statistiken und füge hier eine Summe ein. Es wird ein weiterer Schritt eingefügt und diesen Schritt, den benenne ich in Gesamtsumme um. Eingabetaste. Und jetzt gehe ich in den letzten Schritt zurück. Und hier muss jetzt in der Formelleiste etwas getrickst werden. Ich schreibe hier vorne Rohdaten rein. Und da, wo die 1 steht, muss Gesamtsumme eingetragen werden. Und wenn ich jetzt bestätige, dann sollte alles funktionieren. Eingabetaste. Und alles hat funktioniert. Ich kann jetzt hier sehen, dass mir die Prozent von Spalte berechnet wurde. Das Ganze wird hier dezimal angezeigt. Ich lade das Ergebnis in mein bestehendes Arbeitsblatt rein an diese Stelle und habe die Berechnung jetzt im Hintergrund in Power Query ausgeführt. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum man das nicht direkt in Excel macht. Und ein denkbares Szenario hier wäre, dass große Datensätze bereits in Power Query untereinander ausgewertet werden, aggregiert werden und so kannst du dir direkt zum Beispiel für ein Dashboard die Rohdaten auch mit Prozent von in Excel reinholen und zum Beispiel visualisieren. Und weiter geht es mit dem nächsten Tipp von David Fortin. Und David beschäftigt sich sehr viel mit künstlicher Intelligenz und Copilot und er gibt folgenden Tipp mit auf den Weg. Ich setze zunächst hier einmal den Cursor in meinen Datensatz rein und ich aktiviere Copilot. Und hier steht es, im Englischen würdest du Add All Insights to Grid verwenden.
und ich muss hier in der deutschen Version mit diesem Befehl arbeiten und ich gebe das hier einmal so ein bei Copilot, Eingabetaste, jetzt läuft die Bearbeitung und Copilot analysiert für mich jetzt die Daten. Hier wird es auch angezeigt, C5 bis I35, das ist mein Datensatz. Ich habe auch gar nicht die Zelle in diesem Bereich markiert, also es funktioniert alles automatisch und ich bekomme hier einige Vorschläge. Es hat jetzt jedoch noch nicht auf Anhieb funktioniert, aber mir wird hier jetzt nochmal vorgeschlagen, füge alle Erkenntnisse über das Raster hinzu. Ich klicke dort jetzt einmal drauf und mir wird ein neues Arbeitsblatt erzeugt und Copilot erstellt mir jetzt hier alle möglichen Dimensionen, wie man meinen Datensatz analysieren kann. Und wenn du dich erinnerst, ich hatte dir die Datenanalyse in einem früheren Tipp gezeigt. Es scheint genau das Gleiche zu sein. Hier gibt es jede Menge Pivot-Tabellen und Analysevorschläge und man könnte sicherlich noch weiter reinbohren. Jetzt ist die Frage, benötige ich Copilot oder reicht mir die Datenanalyse aus? Ich vermute, dass die Datenanalyse völlig ausreicht, aber mit Copilot kannst du dir alles direkt auf ein neues Arbeitsblatt schreiben lassen und musst vielleicht einige Dinge gar nicht mehr anfassen und kannst sie fertig für einen Report verwenden. Also das soweit zu David Fortin, das war Nummer 9, mit dem Befehl, füge alle Erkenntnisse über das Raster hinzu. Bei mir hat es nicht auf Anhieb geklappt, aber wenn du mit Copilot arbeitest und dann auf diesen Befehl raufklickst, dann geschieht genau das, was ich dir gerade gezeigt habe. Mit dem nächsten Tipp reisen wir nach Nigeria und Victor Momo bringt uns eine weitere Optimierungsmöglichkeit mit der Trim-Range-Funktion mit. Und ich bilde hier zunächst einmal eine Summe über eine ganze Spalte. Solche Herangehensweisen oder Praktiken hast du vielleicht selber schon durchgeführt oder bei anderen gesehen und das kann man auch so machen. Das Problem ist, dass Excel hier für diese Summenberechnung die gesamte Spalte auswertet und gerade bei Verweisfunktionen kann das auch sehr ressourcenintensiv werden. Und wenn ich solch eine Funktion um die Trim-Range-Funktion erweitere, dann wird Excel so intelligent, dass nur die wirklich relevanten Zellbereiche für Berechnungen ausgewertet werden und die Funktion oder die Formel bleibt zukunftskompatibel, falls sich der Datensatz mal erweitert oder neue Werte eingetragen werden. Die Funktion heißt im Deutschen nicht Trim Range, sie hieß mal Kürzungsbereich. Excel scheint hier wahrscheinlich immer noch an der Optimierung zu arbeiten. Ich musste etwas recherchieren, um herauszufinden, wie die Funktion aktuell heißt. Und sie heißt Option Bereich. Und Option Bereich kürzt mir meinen Bereich nur auf die wirklich relevanten Zellbereiche. Ich habe hier den Zellbereich EE übergeben, Semikolon und jetzt kann ich hier in einem weiteren Parameter bestimmen, ob nur führende Werte, nachfolgende Werte oder auf beiden Seiten geschaut werden soll, wie die Zellbereiche abgeschnitten werden sollen. Hier würde ich jetzt eine 3 wählen und diese Funktion ist jetzt leistungsoptimierter, funktioniert weiterhin und wenn ich jetzt hier auch einen Wert eintrage, zum Beispiel eine 2, dann wird das automatisch mit erfasst. Wenn ich das nicht tue, wird wieder hier in diesem Bereich angefangen zu zählen und das ist die Summe von 2099. Ich gehe später noch einmal auf die Trim-Range-Funktion ein, denn es gibt noch einen neuen, optimierten und eleganteren Weg, solche Zellbezüge anzugeben. Das Ganze befindet sich derzeit zum Zeitpunkt dieser Aufnahme auch noch in einer Beta-Phase und wird noch weiter ausgerollt. Mit dem nächsten Tipp geht es nach England und Mark Proctor gibt als Tipp mit, sich eine wiederverwendbare Bibliothek anzulegen. Er spricht hier speziell von Diagrammvorlagen oder allgemein Berechnungsvorlagen oder Templates, Lambda-Funktionen, wie du eingangs schon von Bill Jelen gesehen hast, Power Query, VBA oder Office Scripts, das sind hier Automatisierungstechniken. Und er sagt auch, es ist letztendlich völlig egal, wie du dir deine Bibliothek aufbereitest. Das Wichtigste ist, dass du eine hast. Also falls du sehr viel in Excel arbeitest, lohnt es sich vielleicht eine Masterdatei anzulegen, wo einige Kniffe gespeichert werden, Lambda-Funktionen und dergleichen. Du wirst in jedem Fall Zeit sparen können. Und bevor ich zum nächsten Datenhack
in Excel übergehe, möchte ich noch einmal ein großes Dankeschön an John Michaeloudis aussprechen, der den Austausch zwischen all diesen Experten hier überhaupt erst möglich gemacht hat. Und im nächsten Tipp geht es weiter mit Melissa Compton. Und sie stellt die beiden Funktionen toCol und toRow vor, also zu Spalte und zu Zeile. Und das Ganze habe ich an einem Beispiel hier schon vorgemacht. Ich habe hier verschiedene Mitarbeiternamen aus verschiedenen Abteilungen vorliegen. Und hier unter dieser Liste, ich mache einen Doppelklick, habe ich mit der zu Spalte-Funktion all diese Einträge in eine Spalte reinschreiben lassen. Und das gleiche kannst du auch analog mit zu Zeile tun, dann wird dir alles in eine Zeile reingeschrieben. Und für mich ist das so ein bisschen das Transponieren 2.0 in Excel. Vielleicht kennst du es, wenn du Daten drehen möchtest, dann kopierst du diese und musstest diese früher mit einem Rechtsklick an anderer Stelle unter Inhalte einfügen. Hier transponieren. Diesen einen Vorgang, den ich dir hier gerade zeige, kannst du auch mit der Zu-Zeile-Funktion in diesem Beispiel aus einer Spalte heraus durchführen. Das kannst du gerne einmal ausprobieren. Die beiden Funktionen ermöglichen in jedem Fall sehr viel mehr neue Möglichkeiten mit Daten in verschiedenster Anordnung zu arbeiten. Und im nächsten Excel-Tipp geht es mit George Mount weiter und er spricht über die neuen Wege der Datenvisualisierung mit Python in Excel. Ich selber bin mit Python nicht vertraut, musste mich für dieses Video etwas damit vertraut machen und ich habe hier ein Beispiel mitgebracht, um dir zu zeigen, was mit Python denn überhaupt möglich ist. Python ist eine eigene Programmiersprache und diese kann nun neuerdings auch in Excel verwendet werden. Und ich habe hier Kundenfeedback aufgelistet und ich möchte dieses Kundenfeedback jetzt auswerten, gehe dazu hier in diese Zelle rein, schreibe ein Gleichheitszeichen, gefolgt von PY. Und wenn ich jetzt hier doppelklicke, dann kann ich Python-Code eingeben. Ich klappe die Bearbeitungsleiste einmal aus und wenn ich hier oben Code eingebe, den habe ich schon in meinem Zwischenspeicher liegen, dann kann ich diesen mit Steuerung und Eingabetaste abschicken und dann wird der im Hintergrund berechnet und diese Zelle, ich klappe das hier wieder zusammen, hat jetzt Python-Elemente geladen. Einmal raufklicken und hier kann ich mir eine Wortwolke reinladen. Das mache ich einmal. Das sieht man jetzt hier nicht so gut in dieser kleinen Zelle. Ich kann mir dieses Bild auch rauskopieren. Ich mache hier einen kleinen Trick und verbinde hier verschiedene Zellen. Und jetzt wird mir das Kundenfeedback hier aggregiert in der Häufigkeit in einer Wortwolke angezeigt. Das wäre mit Bordmitteln aus Excel so direkt nicht möglich. Mit Python kannst du solche Spielereien umsetzen und jeder, der Umfrageergebnisse auswertet, kommt irgendwann wahrscheinlich nicht mehr um Python herum, wenn es in Excel stattfinden soll. Weiter geht es nach Indien. Punit Goja zeigt einen Trick, wie man mehr Produktivität mit eigenen Menüs erreichen kann. Und wenn du hier oben im Menüband einen Rechtsklick ausführst, dann kannst du dein Menüband, das sind hier die Einträge, die hier dargestellt sind, die kannst du anpassen. Und in diesem Bereich kannst du hier eine neue Registerkarte anlegen. Ich klicke einmal drauf. Dann markiere ich diese, kann diese noch umbenennen. Ich nenne die einmal Georg, bestätigen und dann kannst du hier auch deine Lieblingsbefehle einfügen. Du kannst hier auch alle Befehle auswählen und ich scroll hier mal nach unten und füge mir hier beispielsweise das Kameratool in diese Gruppe ein. Hinzufügen. Das könnte ich jetzt auch noch weiter umbenennen. Ich bestätige einmal und sehe jetzt hier mein eigenes Menü mit dem Kameratool von Excel. Und so kannst du dir deine eigenen Befehle in einem eigenen Reiter hier oben im Menüband abspeichern und somit Zeit bei deiner täglichen Arbeit sparen. Weiter geht es nach Ghana und Bernard Obeng-Boateng spricht auch nochmal über die Trim-Range-Funktion. Das war Option-Bereich und wie man hier mit optimierten Zellbezügen arbeitet. Und hier habe ich auch eine Längenfunktion angewendet. Die geht hier über den Bereich ab E3 bis E1000. Ich habe hier aber nur Daten bis Zeile 24 vorliegen. Und ich werte jetzt hier auch die Daten ab E3 aus, weil ich das so angegeben habe. Und mir wird hier in einem Überlauf, in einem Array,
jeweils die Länge der Wörter angegeben und die 16, das sind 16 Zeichen, die für Matrix Workshop als Ergebnis zutreffen. Und ich möchte diese leeren Zeilen jetzt hier ignorieren. Und das kann ich jetzt hier anhand des Zellbezugs direkt machen, anstatt Option-Bereich als Funktion zu verwenden. Und dazu setzt du jeweils einen Punkt vor diesen Doppelpunkt und einen danach. Und diese Nomenklatur besagt, dass vor und nach den Daten die Zellbereiche ignoriert werden und somit alle Excel-Ressourcen nur für die relevanten ausgefüllten Zellbereiche verwendet wird. Ich drücke einmal die Eingabetaste und jetzt wird hier korrekterweise erst ab Matrix Workshop auch ausgewertet, genauso auch hier zum Schluss hin, und somit ist dieses Arbeitsblatt in sich optimiert. Und wenn ich jetzt hier oben meinen Namen reinschreibe, dann wird das entsprechend hier auch ausgewertet. Und diese leere Zelle wird jetzt auch mit ausgewertet, da dieser neue Zellbezug hier bei E3 anfängt auszuwerten. Das nur als einfaches Beispiel, wie hier diese Punkte arbeiten. Und wenn du oben alles offen lassen möchtest, dann nimmst du den ersten Punkt raus und dann wird hier immer in jedem Fall ab E3 angefangen zu rechnen, aber zum Schluss hin wird dann dort aufgehört, wo keine Daten mehr vorliegen. Das Beispiel ist in dem Fall etwas verwirrend, da ich jetzt hier den gesamten Bereich etwas verschoben habe. Aber soweit zur Erklärung, wie diese Punkte in Excel in Zukunft funktionieren. Ich denke, es benötigt einige Gewohnheit, mit solchen Zellbezügen zu arbeiten. Und wenn du die schon einmal gesehen hast und dich gewundert hast, weißt du jetzt, wozu sie da sind. Es geht weiter in die USA. Jackie Chiadi hat als Tipp mehr Orientierung in Excel versprochen mit der sogenannten Navigationsleiste. Und diese findest du hier im Menü unter Ansicht. Und wenn du hier auf Navigation raufklickst, dann erscheint hier an der Seite ein neues Fenster, ein Navigationsfenster. Ich mache das etwas größer. Und das kannst du dir wie ein Inhaltsverzeichnis vorstellen. Und hier werden mir alle Arbeitsblätter meiner Arbeitsmappe aufgelistet. Und wenn ich hier raufklicke, sehe ich auch die Zellbereiche oder benannte Grafiken, benannte Zellbereiche und dergleichen oder auch Tabellen. Und wenn du diese ordentlich benannt hast, dann weißt du auch ganz genau, welcher Inhalt dort vorliegt. Hier sind einige Dinge nicht gut betitelt und ist sicherlich auch ein Resultat einer unoptimierten Excel-Datei. Soweit zur Navigationsleiste, kann dir etwas Zeit ersparen, wenn du dich in sehr großen Arbeitsmappen bewegst. Weiter geht es nach Frankreich zu Frédéric Le Gouen. Frédéric beschreibt in seinem Beitrag das Potenzial der Teilfunktion in Kombination mit Arrays, und die Teilfunktion erlaubt dir, Teile eines Textes zu extrahieren, und ich habe hier beispielsweise Farbcodes vorliegen. Solche Farbcodes verwendest du, um Dinge einzufärben, häufig auch im Webdesign verwendet. Wenn ich auf solch eine Zelle gehe und hier weitere Farben wähle, dann gibt es hier unter Benutzer definiert die Möglichkeit, solche Hexcodes anzugeben. Und in seinem Beispiel beschreibt Frédéric, wie man hier diese RGB-Werte auslesen kann. Und das ist die klassische Herangehensweise. Ich würde hier Textfunktionen wie rechts und links verwenden. Hier beim G schaue ich mit der Teilfunktion in die Mitte dieser Farbcodes nach und zu guter Letzt ganz rechts die letzten zwei Zeichen des Hexcodes. Soweit so gut. Es geht aber auch eleganter mit der Teilfunktion und das möchte ich hier ganz kurz vorstellen. Und ich schreibe die Funktion hier rein, Teil, und als erstes muss ich angeben, welcher Text ausgewertet werden soll. Das ist hier mein Farbcode. Dann welches Zeichen es sein soll. Und hier arbeite ich jetzt mit einem Array, geschweifte Klammer, gebe einmal 2 an. Also ich möchte beim zweiten Zeichen anfangen. Ich möchte auch bei dem vierten Zeichen anfangen. Das ist hier bei dem zweiten E und bei dem sechsten Zeichen. Geschweifte Klammer schließen. Und ich möchte jeweils für die Position, die ich hier gerade angegeben habe, immer 2 Zeichen ausgegeben haben. Klammer schließen. Und das funktioniert jetzt schon ganz gut. Ich habe BE, EF und ED. Leider wird mir das jetzt hier nach unten geschrieben. Und hier können wir jetzt noch eine eben schon gelernte Funktion anwenden. Ich möchte das alles in eine Zeile haben, setze die Zu-Zeile-Funktion einmal drumherum und habe hier wie gewünscht meine Ergebnisse erzeugt. Dann nach unten ausfüllen. Und jetzt sind alle
Farbcodes hier auseinander gepflückt unter Zuhilfenahme der Array-Angabe in der Teilfunktion. Das finde ich schon einen ziemlich coolen Trick. Und das gleiche möchte ich dir hier in einem etwas erweiterten Beispiel hier unten zeigen. Ich habe hier eine Datumsangabe im US-amerikanischen Format. Ich starte mit einem Monat, dann kommen erst die Tage und zum guter Letzt die Jahresangabe. Und die kann ich auch mit der Teilfunktion mir umschreiben. Ich starte wieder mit Teil, möchte hier diesen Text auswerten und benötige wieder eine geschweifte Klammer und gebe jetzt hier 4, 1 und 7 an. Das sind jeweils die Startpunkte für den Tag, den Monat und den Jahr, so wie ich das umbauen möchte. Geschweifte Klammer wieder schließen. Und jetzt muss ich noch angeben, wie viel Zeichen ich jeweils ausgegeben haben möchte. Also wieder eine geschweifte Klammer. Und für den Tag möchte ich 2 Positionen ausgegeben haben. Für den Monat auch 2 Positionen. Und die Jahresangabe soll mit 4 Zeichen ausgegeben werden. Geschweifte Klammer schließen. Noch einmal die Klammer für die Teilfunktion schließen. Eingabetaste. Jetzt wird das auch wieder hier nach unten in einem Array, in einem Überlauf ausgegeben und ich kann mir jetzt hier beispielsweise noch eine Funktion rumpacken. Ich verwende hier Text verketten und ich möchte jeweils auch mit einem schrägen Strich hier verketten. Das kannst du natürlich auch mit einem Punkt oder wie auch immer tun. Klammer schließen, Eingabetaste und hier fehlt noch eine Angabe und ich muss hier vorne noch eine 1 angeben, um leere Angaben zu ignorieren. Eingabetaste und jetzt wird mir das Ganze umgeschrieben. Also das ist auch eine Möglichkeit, Datumsangaben beispielsweise, die in einem speziellen Format vorliegen, umzuformatieren. Definitiv eine schöne, kompakte Lösung im Bereich der Datenaufbereitung oder Datenbereinigung. Und als nächstes geht's nach England. Andrew Moss ist Mitveranstalter der Global Excel Summit. Die findet jährlich statt, wo sich Excel-Experten zu den neuesten Features rund um Excel austauscht. Und er hat die Fokuszelle als Tipp mitgebracht. Und ich möchte es ganz kurz zeigen. Hier im Menü Ansicht gibt es neuerdings den Befehl Fokuszelle. Ich klicke einmal drauf und jetzt wird mir hier, je nachdem, wo ich meinen Cursor gesetzt habe, die Zelle in diesem Format hervorgehoben. Ich kann hier auch andere Farbgebungen verwenden, zum Beispiel grün. Das ist alles Geschmackssache. Auf solchen kleinen Übersichten macht das sicherlich nicht so viel Sinn. Und ich hatte mich selber gefragt, was ist dann der Anwendungsfall für die Fokuszelle? Ich arbeite manchmal in Businessplänen, da ist das durchaus hilfreich, wenn man sehr lange Zeitstrahlübersichten analysieren möchte. Und speziell, wenn du, das ist das, was auch Andrew Moss erwähnt, einen sehr großen, breiten Bildschirm verwendest, dann ist das hier ein sehr tolles Feature. Ich zoome einmal heraus, das ist hier auch eine sehr große Übersicht. Und so siehst du immer sofort, wo du etwas bearbeitest und kannst auch zur linken Seite ganz schnell ablesen, worum es sich bei einem entsprechenden Wert handelt. Das soweit zur Fokuszelle. Dieses Feature wird derzeit auch noch ausgerollt und verbessert. Ich habe teilweise noch von Bugberichten gelesen. Da ist Microsoft dran. Etwas Geduld musst du eventuell noch mitbringen, um dieses Feature bei dir in Microsoft 365 auch vorzufinden. In älteren Excel-Versionen wirst du die Fokuszelle leider nicht finden. Und im nächsten Tipp geht es nochmal um das Umwandeln von Datumsangaben. Und Win Hopkins aus den USA hat den Tipp mitgebracht, wie man US-Datumsformate schnell in europäische Formate umwandeln kann. Und ich kopiere mir zunächst diese Datumsangaben hier in diesen Bereich rein. Und für ihn war es auch eine Überraschung, dass das offensichtlich auch sehr oft noch ein Anwendungsfall ist. Der Zellbereich ist noch markiert und ich gehe hier oben unter Daten zu dem Befehl Text in Spalten. Ich möchte diesen Text jetzt nicht zerlegen, aber hier gibt es eine Option. Ich drücke zweimal auf Weiter und hier ist dieser Zellbereich jetzt aktiviert und wird bearbeitet. Und ich kann jetzt hier unter Datum eine Einstellung machen. Und man könnte jetzt vermuten, man sollte hier TMJ, also Tag, Monat und Jahr angeben, weil das ist ja das Format, was ich haben möchte. Du musst hier aber das ursprünglich vorliegende Format angeben. MTJ, also
Monat, Tag und Jahr und dann wird mir das automatisch, wenn ich fertigstelle, in ordentliche Datumsformate in meinem Gebiet umgewandelt. Also das ist ein kleiner Hack, wenn es mal um die Umwandlung von Daten geht. Falls du CSV-Daten oder größere Datensätze über Text in Spalten importierst, dann kannst du hier im letzten Schritt unten die entsprechende Spalte markieren und dann kannst du genau das gleiche dort auch durchführen, damit du saubere Daten importiert bekommst. Muss man manchmal etwas rumspielen, aber das geht dann, wenn man weiß, wie es funktioniert, recht fix von der Hand. Mit dem nächsten Excel-Tipp geht es weiter nach Kambodscha und David Benaim bringt die Funktion Group By und Pivot By, also zu Deutsch Gruppieren nach und Pivot mit in seinem Excel-Tipp mit. Und ich habe hier einige Daten vorbereitet und habe hier in einem Beispiel die jeweiligen Produktnamen einer Produktkategorie ausgeben lassen. Und ich habe hier die Gruppieren-Nach-Funktion verwendet. Ich gehe einmal in den Formelhelfer rein und ich habe hier die Kategorieangaben ausgewertet und als Werteangaben übergebe ich hier die gesamten Produktbezeichnungen und ich habe als Funktion Matrix zu Text ausgewählt, sodass mir hier im Ergebnis die einzelnen Produktnamen neben der Kategorie getrennt mit einem Semikolon ausgegeben werden. Der Trick, den David hier hervorhebt, ist, hier die Funktion Matrix zu Text einzufügen. Es wird etwas problematisch, wenn du hier mehrmals die gleichen Produkte aufgelistet hast. Da muss man noch mit einigen Tricks, wie zum Beispiel der Eindeutig-Funktion arbeiten, um hier wirklich eindeutige Ergebnisse herauszubekommen. Ein weiteres Beispiel ist Pivot mit. Und Pivot mit erlaubt dir auch, Rohdaten wie diesen Datensatz hier in einer neuen Dimension auszuwerten, die Daten einmal zu drehen. Und was ich hier gemacht habe, ist die Umsatzsumme der Kategorien über deren Produktfarbe in diesem Raster darzustellen. Und das mache ich hier mit der Pivot-Mit-Funktion. Man übergibt hier auch wieder die Zeilen und auch Spalten und Excel wertet das Ganze dann aus. Hier werden die F16-Werte, das ist jeweils der Umsatz, mit der Funktion Summe ausgewertet. Hier können auch andere Aggregationswerte angegeben werden. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ich kann ja auch Pivot-Tabellen verwenden. Bei Pivot-Tabellen musst du immer auf einen Refresh-Button drücken, wenn sich der Rohdatensatz verändert hat. Mit der Pivot-Mit-Funktion passiert das immer aktuell dynamisch basierend auf deinem Datensatz. Das ist ein Vorteil, mit Pivot-Mit zu arbeiten. Es gibt auch noch andere Vorteile, die die Pivot-Tabelle an der einen oder anderen Stelle obsolet machen. Im nächsten Tipp geht es nach Spanien und Rolanda Cuesta Altieri hat den Tipp mitgebracht, sich mit Python in Excel zu befassen. Das hat sie sich selber als Jahresvorsatz auferlegt und ich habe hier, um das nochmal zu unterstreichen, noch ein weiteres Beispiel mitgebracht und nachgebaut. Und ich habe hier Umsatzdaten aufgelistet von unverzichtbaren Bürohelfern. Und wenn ich jetzt hier den Umsatz verändere, zum Beispiel auf 500.000 Eingabetaste, dann verändert sich hier die Wortwolke, welche die einzelnen Produkte nach Umsatzgröße gewichtet. Und der Papierstausimulator ist jetzt kleiner angezeigt als vorher. Und wenn ich jetzt beispielsweise den Tintenfischstempel hier auf 2 Millionen setze, 6 Nullen Eingabetaste, dann wird das Ganze im Hintergrund neu berechnet. Und jetzt siehst du, dass hier der Tintenfischstempel sehr viel größer angezeigt wird. Und so kannst du wieder einmal mit Python visuelle Dinge umsetzen, die so ohne weiteres in Excel nicht möglich wären. Ich schiebe das hier einmal zur Seite. Ich habe hier im Hintergrund mir ein Python Data Frame erzeugt und ziehe mir die Daten aus diesem Bereich. Und für die bildliche Darstellung habe ich mir hier wieder Code erarbeitet. Und wie gesagt, ich bin kein Python Pro. Ich habe mir das alles mit ChatGPT und Copilot so erarbeitet. Und es scheint soweit zu funktionieren. Geht sicherlich auch noch eleganter. Und im nächsten Tipp, da habe ich im Podcast von John auch über die Let-Funktion gesprochen. Ich habe hier noch einmal das Beispiel, was ich schon am Anfang bei Chandu gezeigt habe, mitgebracht. Ich klappe sie hier noch einmal auf. Erlaubt dir sonst komplexe oder verschachtelte Funktionen in einer übersichtlicheren Art und Weise niederzuschreiben. Die Let-Funktion
macht einige Dinge auch effizienter im Hintergrund in der Berechnung, erlaubt also auch eine Performance-Optimierung und du kannst Dinge umsetzen, die sonst ohne weiteres vielleicht nicht möglich wären oder nur mit Umwegen, wie beispielsweise mit VBA-Code. Und falls dir die Tipps bisher gefallen haben, dann lade ich dich ein, mir einen Daumen hoch dazulassen. Abonniere gerne meinen Kanal. Ich werde demnächst nämlich zur LED-Funktion auch noch ein Video herausbringen, wo ich da noch etwas detaillierter darauf eingehe. Im nächsten Tipp zeigt Christian Angial aus Rumänien etwas zu Power Query. Und wenn du sehr viel mit Power Query arbeitest und sehr viele Abfragen im Hintergrund zusammenführst, weist er auf einen recht neuen Join-Typ hin. Das ist einmal Right Semi-Join und Left Semi-Join. Und du kannst, wenn du Abfragen in Power Query zusammenfügst, aus diesen 6 Standard-Joins wählen, und in seiner Anleitung sagt er, dass man hier zunächst den Inner Join verwendet und im Nachgang kannst du in der Formelleiste in dieser Abfrage den Join Kind verändern, indem du hier Left Semi oder Right Semi angibst. Und der Sinn und Zweck dieser Herangehensweise ist, dass du zum Beispiel Kundenlisten, die sehr lang sind, sozusagen filterst, aber im Backend in Power Query, und das auf Basis einer anderen Liste, wie zum Beispiel einer Verkaufsliste der letzten 30 Tage. Und dann kannst du deine große Kundenliste im Hintergrund auf Basis einer anderen Tabelle filtern. Das gleiche kann auch zum Beispiel bei Produktlisten oder Verkäufen stattfinden. Das sind die Beispiele, die Christian in seinem Beitrag in diesem Podcast erwähnt. Falls du den Podcast im Originalen hören möchtest, schau gerne unter meinem Video nach. Da habe ich dir diesen Podcast auch verlinkt. Im nächsten Beitrag spricht Brian Hong noch einmal über Copilot. Brian ist Mitarbeiter von John Michaludis und hat hier im Namen von MyExcel Online diesen Beitrag geleistet. Und Copilot kann dir eine große Stütze sein, wenn es um Datenanalysen oder Diagrammen geht oder auch um das Optimieren von Formeln oder Funktionen sowie der Datenbereinigung. Hier erhältst du auch viele Empfehlungen von Copilot, wie du deine Daten weiter bereinigen kannst. Du musst allerdings, das ist jetzt von meiner Erfahrung her gesagt, schon genau wissen, was du erreichen möchtest. Auch wenn es um Formeln oder Funktionen geht, solltest du bei deinem Prompt, also dem Befehl für Copilot, sehr zielgerichtet sein und dich gewählt ausdrücken, sodass Copilot auch genau versteht, was du möchtest. Für meine Anwendungsbereiche reicht ChatGPT völlig aus. Copilot kostet im Abo ca. 20 € im Monat. Das sollte gut abgewägt sein. Ich habe bessere Ergebnisse bisher mit ChatGPT erfahren können. Copilot ist meines Erachtens vielleicht ein besserer Helfer, wenn es um Textkorrekturen oder E-Mails schreiben in Outlook geht und dergleichen. Schreib mir gerne deine Erfahrungen rund um KI oder Copilot in die Kommentare. Es würde mich interessieren, wie du KI in deinem Arbeitsalltag bereits einsetzt. Zu guter Letzt möchte ich dir noch einen alten Excel-Veteran vorstellen. Der 25. Excel-Experte, das ist Bob Umlas. Er hat ein etwas komplexeres Beispiel mitgebracht. Das verlinke ich auch nochmal direkt unter diesem Video, denn er hat ein eigenes YouTube-Video dazu abgedreht, was John auf seinem Kanal veröffentlicht hat. Was er im Groben macht ist, du kannst hier eine Zahl angeben, zum Beispiel 55, und dann dir die Zelladresse aus einem Datensatz wie diesem hier auslesen lassen. Du kannst dir ganz schnell die Zeilennummer oder Spaltennummer ausgeben lassen, aber hier ging es um die Herausforderung, auch eine Zelladresse zu ermitteln. Und wie das geht, beschreibt Bob in seinem 6-minütigen Video ausführlich, und dort kannst du dir auch genau dieses Beispiel hier runterladen. Und das war es auch schon soweit zu den 25 Excel-Experten-Tipps des vergangenen und für das kommende Jahr. Ich habe aber noch eine Sache, wie du hier siehst. Ich lade dich recht herzlich ein, mich zu kontaktieren, falls du auch eine Excel-Community mit Inhalten bespielst, so wie ich es auch hier auf meinem YouTube-Kanal tue. Und vielleicht haben wir am Ende dieses Jahres auch eine Versammlung der deutschsprachigen Excel-Community mit solchen Tipps. Mein Format wird etwas anders aussehen und wird hier auf YouTube stattfinden. Also, falls du dich angesprochen fühlst und Excel-Influencer bist oder eine Community hast, melde dich gerne bei mir und dann werde ich mich gegen Ende des Jahres bei dir melden. Und dann bist du vielleicht auch Teil der nächsten Expertenrunde in der deutschsprachigen Excel-Community.
Ich hoffe, dir haben die Tipps gefallen. Lass mir gerne einen Kommentar dazu da. Würde mich wirklich interessieren, ob du einige neue Dinge für dich mitnehmen konntest, die du auch in deinen Arbeitsalltag integrieren kannst. Und ich habe in diesem Video auch über Arrays gesprochen. Und falls es dich interessiert, ich baue einen dynamischen Jahreskalender in einem anderen Video. Das verlinke ich dir gleich. Schau dort gerne rein. Wir sehen uns im nächsten Video und wie immer nicht vergessen, abzuspeichern.